Du hast uns ein Coaching-Video mit der Tischtennislegende Chang Yuke geschickt und uns gebeten, da mal genauer hinzuschauen. Mhm. Und deine Mission für uns war ja klar. Wir sollen nicht das ganze Spiel analysieren, sondern uns auf die eine Technik konzentrieren, die für dich als Amateurspieler den größten Unterschied machen kann. Genau. Der Schlag geradeaus, die Linie entlang. Absolut. Und das ist eine fantastische Aufgabe, denn dieser Schlag ist so etwas wie der heilige Gral für viele Vereinsspieler. Ja, das kenne ich. Man sieht die Profis, wie sie damit unglaubliche Punkte machen, versucht es selbst und der Ball landet, fast immer sonst wo. Meistens daneben. Eben, wir wollen heute also nicht nur die Anweisungen von Zhang Jike wiedergeben, sondern wirklich die Logik dahinter verstehen. Also die Physik, die Psychologie und die Trainingsphilosophie, die aus einem unsicheren Versuch einen verlässlichen Gewinnschlag machen. Okay, dann lass uns direkt einsteigen. Wenn Zhang Jike in dem Video mit dem Coaching anfängt, was ist das allererste, fast schon winzige Detail, das er sofort beim Spieler korrigiert? Es ist faszinierend, weil er nicht mit der großen Ausholbewegung oder der Beinarbeit beginnt. Okay. Er fängt mit dem an, was Millisekunden vor allem anderen passiert, dem exakten Treffpunkt am Ball. Er macht dem Spieler klar, dass der Treffpunkt für einen diagonalen Schlag und einen geraden Schlag nicht identisch sein kann. Das klingt logisch, aber was genau ist der Unterschied? Muss ich den Ball früher oder später treffen? Weder noch. Du musst ihn an einer anderen Stelle am Ball treffen. Aha. Für einen Rechtshänder, der die Vorhand gerade schlagen will, muss der Schläger den Ball minimal weiter auf dessen rechter Seite treffen. Also nicht mehr perfekt mittig von hinten, sondern leicht versetzt. Okay. Das Gleiche gilt dann spiegelverkehrt für die Rückhand. Und was passiert, wenn man das nicht macht? Ich kenne das von mir. Ich versuche, den Schlag einfach nur geradeaus zu lenken, aber er fühlt sich immer irgendwie gezwungen und instabil an. Genau das ist das Problem, das Zhang Jike beschreibt. Wenn du den gleichen Treffpunkt wie beim diagonalen Schlag beibehältst, kämpfst du gegen die natürliche Flugkurve deines Arms und des Balles. Man zwingt den Ball quasi in eine Richtung. Exakt. Das Ergebnis ist ein unkontrollierter, wackeliger Schlag. Die kleine Verschiebung des Treffpunkts ist aber mehr als nur eine Korrektur. Sie ist ein physikalischer Trick. Ein Trick? Inwiefern? Durch den leicht seitlichen Treffpunkt gibst du den Ball von Natur aus eine Flugbahn, die sich entlang der Linie bewegt. Aber der wirklich geniale Teil ist, was nach dem Aufprall passiert. Mhm. Der Ball springt nicht geradeaus weiter, sondern bekommt durch den leichten Seitwärtsdrall einen Bogen nach außen, weg vom Gegner. Ah, okay. Das ist ein Ball, der für den Gegner unglaublich schwer zu erreichen und zu kontrollieren ist. Es geht also nicht nur darum, den Ball auf den Tisch zu bringen, sondern ihn so zu spielen, dass der Gegner maximale Probleme bekommt. Absolut. Aber nur den Treffpunkt zu ändern reicht wahrscheinlich nicht. Der ganze Körper muss ja mitmachen. Exakt. Und das ist der zweite Punkt, den er sofort anspricht. Die Gewichtsverlagerung. Er sieht, dass der Spieler steif dasteht und alles aus dem Arm machen will. Ja, der typische Fehler. Seine Anweisung ist, dass der Körperschwerpunkt der Bewegung folgen muss. Und zwar leicht in Richtung der Mittellinie. Wenn du den Ball also die rechte Linie entlang spielst, verlagerst du dein Gewicht minimal nach links, zur Mitte hin. Moment, das scheint erstmal widersprüchlich. Ich schlage nach rechts, aber mein Körper bewegt sich nach links. Auf den ersten Blick ja, aber es ist biomechanisch absolut sinnvoll. Diese kleine Gegenbewegung deines Körpers stabilisiert den Schlag. Aha. Sie verhindert, dass du mit dem ganzen Körper aus der Linie fällst und die Kontrolle verlierst. Dein Rumpf wird sozusagen zum Anker, der dem Arm erlaubt, frei und schnell zu schwingen. Verstehe. Technik und Körpermechanik greifen hier perfekt ineinander. Du kämpfst nicht mehr gegen deinen Körper, sondern dein ganzer Körper unterstützt die neue Schlagrichtung. Okay, die Mechanik habe ich jetzt verstanden. Also Treffpunkt leicht seitlich, Körperschwerpunkt stabilisiert zur Mitte. Genau. Aber jetzt kommt die eigentliche Hürde im Kopf. Selbst wenn ich die Technik kann, ist es immer noch verdammt schwer, diesen winzigen Korridor an der Außenlinie zu treffen. Man hat Angst, den Ball daneben zu setzen. Und genau da setzt Zhang Jike an und entlarvt eine psychologische Falle, in die fast jeder Amateur tappt. Ja. Er fragt den Spieler sinngemäß: Wenn du einen einfachen, diagonalen Ball spielst, bist du doch zufrieden, wenn er irgendwo in der großen gegnerischen Hälfte landet, oder? Ja, klar. Und die Antwort ist natürlich ja. Klar, da will ich den Ballwechsel eröffnen, den Ball sicher rüberbringen. Ich ziele ja nicht auf den Millimeter in der Ecke. Siehst du? Aber sobald es der schwere Schlag die Linie entlang sein soll, wollen wir plötzlich alle perfekt sein. Wir zielen auf einen winzigen Punkt, eine imaginäre 100-Punkte-Zone ganz außen an der Kante. Mhm. Und was passiert?
Die Anspannung steigt, die Angst vor dem Fehler lähmt und der Ball geht ins Aus. Wir bestrafen uns selbst mit einem unerreichbaren Ziel. Das ist eine brutale, aber sehr wahre Beobachtung. Was ist seine Lösung dafür? Genial einfach. Hör auf, in Punkten zu denken und fang an, in Zonen zu denken. In Zonen. Ja, er teilt die gegnerische Tischhälfte gedanklich in 3 Längsstreifen auf. Der innere Drittel, nahe der Mittellinie, ist die 80-Punkte-Zone. Okay. Der mittlere Drittel ist die 90-Punkte-Zone. Und nur der äußerste, schwierigste Streifen ist die 100-Punkte-Zone. Und die Anweisung ist dann, bewusst auf die 80- oder 90-Punkte-Zone zu zielen? Ganz genau. Er sagt dem Spieler, er soll aufhören, immer die 100 Punkte zu jagen. Ein Treffer in der 80-Punkte-Zone ist immer noch ein exzellenter Ball. Weil er sicher im Spiel ist? Er ist sicher im Spiel, er zwingt den Gegner zu einer Reaktion, er verändert die Richtung des Ballwechsels. Es ist ein guter, solider Schlag. Okay, dieses Zonenprinzip klingt gut, aber ich höre schon die kritische Stimme in meinem Kopf. Verleitet das nicht dazu, zu passiv zu spielen? Ach, gute Frage. Lernt man so wirklich den entscheidenden Punkt zu machen? Oder wird man zu einem reinen Sicherheitsspieler? Das ist eine absolut berechtigte Frage und der Kern des Ganzen. Zhang Jikes Philosophie hier ist Risikomanagement. Okay. Was ist effektiver im Match? Ein perfekter Schlag, der dir nur in einem von 10 Versuchen gelingt, oder ein sehr guter Schlag, der dir in 8 von 10 Versuchen gelingt? Die Antwort ist klar. Perfekt zu sein, erhöhst du deine Trefferquote dramatisch. Macht Sinn. Und ein Ball, der im Spiel ist, kann immer noch einen Punkt machen. Ein Ball, der im Netz oder daneben landet, nie. Du wirst nicht passiver, du wirst klüger und letztendlich erfolgreicher. Das macht Sinn. Wenn ich also in Zonen denke und nicht mehr auf die perfekte Linie ziele, nehme ich Druck raus. Genau. Aber oft versucht man ja gerade dann, das mit mehr Kraft zu kompensieren, um den Ball trotzdem scharf zu machen. Aber das ist anscheinend genau der falsche Weg, oder? Das ist der nächste riesige Punkt, den er anspricht. Er unterbricht den Spieler und sagt sinngemäß, hör auf, so viel Kraft einzusetzen. Ah. Er sieht, dass der Spieler total steif ist, der Arm ist zu weit vorne, die ganze Bewegung ist ein verkrampftes Schieben und Drücken. Moment, das muss ich kurz verstehen. Er sagt also, ich soll den Unterarm entspannen, um einen schnelleren, besseren Schlag zu haben? Ja. Das widerspricht doch jeder Intuition, die man als Hobbyspieler hat. Man denkt doch, mehr Bizeps, mehr Power, schnellerer Ball. Absolut. Und das ist eines der größten Missverständnisse im Tischtennis überhaupt. Die wahre Geschwindigkeit kommt nicht aus roher Muskelkraft, sondern aus Beschleunigung. Okay. Und maximale Beschleunigung erreichst du nur mit einem lockeren Muskel. Zhang Jike erklärt, dass die Bewegung eine peitschenartige Aktion sein muss. Ein schnelles Schnappen des Unterarms, kein kraftvolles Drücken. Wie eine Peitsche, die am Ende auch am schnellsten ist, weil sie locker ist. Perfektes Bild. Wenn du deinen Arm anspannst, bremst du dich selbst. Die Energie verpufft in der Anspannung und wird nicht auf den Ball übertragen. Mhm. Ein lockerer Unterarm hingegen kann eine viel höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen. Es geht um Reibung, also Spin, und um Tempo, nicht um pure Gewalt. Und der harte Schlag? Ein harter, verkrampfter Schlag ist fast immer ein Alles-oder-nichts-Ball. Entweder ist er ein direkter Punkt oder er ist meilenweit im Aus. Und ein schneller, lockerer Schlag? Ein schneller, lockerer Schlag ist ein konstruktiver Schlag. Er ist vielleicht nicht immer der direkte Gewinnschlag, aber er ist der Beginn des Punktgewinns. Ah, okay. Er ist präziser, hat mehr Spin und bringt den Gegner in eine defensive Position. Von da aus kannst du den Punkt dann aufbauen. Es ist der Unterschied zwischen einem Vorschlaghammer und einem Skalpell. Das ist ein gutes Bild. Beides kann wirksam sein, aber nur eines erfordert Finesse und führt verlässlich zum Ziel. Okay, also ich habe jetzt die Technik mit dem Treffpunkt, den mentalen Ansatz mit den Zonen und das richtige Gefühl der Lockerheit. Ja. Aber wie trainiere ich das jetzt effektiv? Wie brenne ich das in mein Muskelgedächtnis ein, ohne 8 Stunden am Tag am Tisch zu stehen? Das ist die Brücke von der Theorie zur Praxis. Und hier gibt Zhang Jike eine Anweisung, die so simpel wie revolutionär ist. Und zwar? Er kritisiert das typische Amateurtraining scharf. Einfach nur körbeweise Bälle schlagen, ohne Plan, ohne Ziel, ohne zu zählen. Ja. Er sagt, das ist im Grunde nutzlos. Autsch, das trifft wahrscheinlich 90% von uns. Was ist die Alternative? Er fordert den Spieler auf, in zählbaren Einheiten zu üben. Konkret, spiele Sätze von 10 Bällen. 10 Bälle. Und dein Ziel ist nicht einfach nur Bälle zu spielen, dein Ziel ist, eine bestimmte Quote zu erreichen. Zuerst 7 von 10, dann 8 von 10, dann 9. Das Ideal ist natürlich, 10 von 10 Bällen zu treffen.
Und was ändert dieses Zählen? Es ändert alles. In dem Moment, wo er sagt, okay, jetzt 10 Stück, versuch alle zu treffen, siehst du, wie sich die ganze Haltung des Spielers ändert. Mhm. Die Konzentration, der Fokus, die Körperspannung, plötzlich hat jeder einzelne Schlag eine Bedeutung. Es ist nicht mehr nur ein weiterer von 100 Bällen. Es ist Ball Nummer 7 von 10, ich muss ihn treffen. Es simuliert also den Druck im Match. Genau. Es simuliert den mentalen Druck eines echten Matches. Er macht den Transfer zum Wettkampf ja auch sehr deutlich. Er sagt, wenn du im Training nur 5 von 10 triffst, wirst du im Match unter Druck keinen einzigen treffen. Genau. Aber wenn du im Training regelmäßig 9 oder 10 von 10 triffst, gehst du mit einem ganz anderen Selbstvertrauen ins Spiel. Du weißt, dass du diesen Schlag kannst, auch wenn es eng wird. Das leuchtet ein. Ich sehe das jede Woche im Verein. Da sind Spieler, die trainieren seit Jahren den Vorhand-Topspin, schlagen tausende Bälle. Aber weil sie nie zählen und das Ziel nicht klar ist, machen sie im Match unter Druck immer noch dieselben Fehler. Ja. Die Umstellung auf diese Zehner-Serien ist am Anfang mental hart, aber der Effekt ist unglaublich. Er geht aber noch einen Schritt weiter, oder? Es geht nicht nur darum, dass ich zähle, sondern auch darum, was mein Trainingspartner macht. Richtig. Er kritisiert, dass im Training oft viel zu einfache, saubere Bälle zugespielt werden. Immer an die gleiche Stelle, immer mit dem gleichen Tempo. Hat mit einem echten Spiel nichts zu tun. Gar nichts. Er fordert den Trainingspartner auf, zu variieren. Mal schneller, mal mit mehr Schnitt, mal unplatzierter. Das Training muss die chaotische Realität des Wettkampfs so gut wie möglich abbilden. Sonst baust du eine Technik im Labor auf, die unter Realbedingungen sofort zusammenbricht. Das ist ein komplettes Umdenken in der Trainingsphilosophie. Absolut. Nehmen wir mal an, ich habe das jetzt alles durchgezogen, der Schlag sitzt, ich treffe meine 9 von 10 auch auf unregelmäßige Bälle. Jetzt stehe ich im Match. Wann ist der richtige Moment, diese Waffe einzusetzen? Feuere ich jetzt bei jeder Gelegenheit die Linie entlang? Eine sehr gute taktische Frage. Und auch hier gibt Zhang Jike einen Rat, der von großer Spielintelligenz zeugt. Er sagt, es geht nicht darum, den Schlag so oft wie möglich zu spielen. Sondern? Es geht darum, ihn im richtigen Moment als Überraschung einzusetzen. Er beschreibt ein typisches Szenario nach einem eigenen Topspin. Man hat den Gegner nach außen gedrängt, die Linie ist offen. Der klassische Moment, in dem man den Punkt zumachen will. Genau. Und hier sagt er etwas sehr Kluges. Du musst nicht immer den perfekten, riskanten Ball die Linie entlang spielen. Manchmal ist ein schneller Schlag in die Mitte, auf den Körper des Gegners, die viel effektivere Variante. Warum das? Die Mitte scheint doch einfacher zu verteidigen. Scheinbar ja. Aber ein harter Ball auf den Körper zwingt den Gegner zu einer schnellen, ungelenkten Ausweichbewegung. Er kann nicht mehr sauber zum Ball stehen. Okay, er ist blockiert. Genau. Die Qualität seines nächsten Schlages sinkt fast immer drastisch. Er spielt wahrscheinlich nur einen schwachen Block oder einen hohen Notball. Und den kannst du dann ganz einfach verwandeln. Ah, okay. Das Ziel ist also nicht immer der direkte Punktgewinn. Oft ist das Ziel, den nächsten Ball des Gegners vorhersehbar und schwach zu machen. Es ist also eher wie Schachspielen, einen Zug vorausdenken, anstatt nur mit dem Hammer drauf zu hauen. Exakt. Ein Wechsel von diagonal zu Mitte ist bereits eine hocheffektive Richtungsänderung. Man muss nicht immer die extremsten Winkel suchen. Eine kleine, unerwartete Platzierung kann einen riesigen Effekt haben. Und das gilt auch für hohe Bälle. Sein Rat hier ist, Körperschwerpunkt tief halten und die Bewegung muss nach vorne gehen, nicht nach oben. Also durch den Ball durchgehen. Genau. Je mehr Spin der Ball hat, desto mehr musst du durch den Ball durchgehen, um ihn zu kontrollieren. Es geht immer darum, den Gegner aus seiner Komfortzone und seinem Rhythmus zu bringen. Okay, das war eine unglaublich dichte Analyse. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse für dich, der du jetzt vielleicht direkt zum Tisch rennen willst, nochmal bündeln. Gerne. Erstens, die Technik. Für den geraden Schlag verändere den Balltreffpunkt leicht zur Seite, nicht früher oder später. Und lass deinen Körperschwerpunkt die Bewegung zur Mitte hin ausbalancieren. Zweitens, das Zielen, das hat bei mir am meisten Klick gemacht. Denk in Zonen, nicht in Punkten. Absolut. Ein sicherer Ball in der 80%-Zone ist unendlich viel besser als ein verschlagener Versuch auf die 100%-Linie. Es geht um kluge Konstanz. Drittens, das Gefühl. Lockere deinen Unterarm. Wahre Geschwindigkeit kommt von Entspannung und einer schnellen, peitschenartigen Bewegung, nicht von verkrampfter Kraft. Weniger ist hier tatsächlich mehr.
Und 4. das alles entscheidende Training. Hör auf, nur Körbe zu leeren. Mhm. Trainiere mit einem klaren, zählbaren Ziel. Die 10-Ball-Herausforderung: simuliere den mentalen Druck eines echten Matches, dann wirst du auch im Match bestehen. Qualität vor Quantität. Absolut. Und diese Analyse zeigt, wie man einen ganz bestimmten Schlag meistert. Aber die tiefere Lektion von Zhang Jike, und das ist der Gedanke, den wir dir mitgeben wollen, handelt davon, wie du dein Training für jede Fähigkeit angehen solltest. Ah. Es geht nicht darum, wie viele Stunden du übst, sondern wie bewusst und fokussiert du jede einzelne Minute davon nutzt. Ein guter letzter Punkt. Deshalb eine letzte Frage an dich. Welchen Schlag in deinem Spiel trainierst du bisher nur körbeweise und ohne wirklich darüber nachzudenken? Ist es der kurze Rückhandschupf, der Aufschlag, der erste Topspin? Und wie könntest du ab heute die 10-Ball-Herausforderung darauf anwenden, um nicht nur zu trainieren, sondern um endlich wirkliche, messbare Fortschritte zu machen?